It would have been a nightmare scenario for me to live through. I can't, because I'll start to sob. And if I start to sob, then I won't be able to finish the song. Sie ist die mystische Königin des Rock'n'Roll, eine Stimme, die ihresgleichen sucht. Und eine Seele, umhüllt von Spitzen, Geheimnissen und Unverwüstlichkeit. Aber jetzt, mit 76 Jahren, hat Stevie Nicks endlich bestätigt, was Fans schon seit Jahren geflüstert haben. Und ja, es ist genau das, was wir alle vermutet haben. Bevor wir die Wahrheit enthüllen, sagen Sie uns in den Kommentaren, haben Sie schon immer geglaubt, dass Stevies Leben komplexer war, als es die Schlagzeilen vermuten ließen? Tippen Sie 1 für Ja oder 0, wenn Sie dachten, dass es nur der Rockstar-Lifestyle war. Jetzt wollen wir uns ansehen, was sie enthüllt hat und warum es so viele Menschen bewegt und sogar inspiriert. Eine Liebesgeschichte voller Leidenschaft und Musik. Haben Sie schon einmal von der Liebesgeschichte von Stevie Nicks und Lindsey Buckingham gehört? Sie war eine Frau, die zutiefst geliebt und gelitten hat und die jeden Scherbenhaufen in Musik verwandelt hat, die für immer bleiben wird. Sie war eine Träumerin mit einer Stimme wie keine andere. Sein Talent als stiller, grüblerischer Gitarrist war unbestreitbar. Als sich Stevie Nicks und Lindsey Buckingham in der Highschool kennenlernten, ahnte keiner von beiden, dass sie eine Liebesgeschichte beginnen würden, die die Zukunft des Rock'n'Roll prägen sollte. Ihre erste Begegnung war nicht dramatisch, sondern eher ein einfacher Moment. Es waren zwei Teenager, die die Liebe zur Musik teilten. Aber etwas funkte zwischen ihnen, etwas Unausgesprochenes, aber Unbestreitbares. Ihre Stimmen vermischten sich auf eine Art und Weise, die fast vorherbestimmt schien, als hätte das Universum ihre Zukunft bereits in Harmonie geschrieben. Nach der Highschool trennten sich ihre Wege, aber das Schicksal hatte andere Pläne. 2 Jahre später brauchte Lindsey, der inzwischen Mitglied der Psychedelic Rockband Fritz war, einen Sänger. Er rief Stevie an. Ohne zu zögern, sagte sie zu. Ein einziger Telefonanruf veränderte alles. Als sich die Band formierte, wuchs auch ihr Zusammenhalt. Aus nächtlichen Proben wurden gestohlene Momente, aus Songwriting-Sessions wurden Liebesbriefe und ihre Zusammenarbeit wuchs über die Bühne hinaus. Fritz wurde zu ihrem Übungsplatz, wo sie die harte Realität der Musikindustrie kennenlernten. Sie traten im Vorprogramm von Rocklegenden wie Jefferson Airplane und Janis Joplin auf, aber auch von Künstlern, die die Gegenkulturbewegung mitprägten. Trotz des Nervenkitzels, vor großen Menschenmengen zu spielen, gelang Fritz nie der Durchbruch. Die Industrie war unbarmherzig, die Konkurrenz groß und der Traum schnell ausgeträumt. Als sich die Band 1972 auflöste, blieben Stevie und Lindsey zusammen mit nichts als ihrer der Liebe und dem gemeinsamen Glauben, dass sie für bestimmt waren. Entschlossen, nicht aufzugeben, packten sie ihr Hab und Gut in ein schrottreifes Auto und fuhren nach Los Angeles. Nur mit ein paar $, und dem Versprechen, es zu schaffen. Die Stadt war unbarmherzig und die Verwirklichung ihres Traums erwies sich als schwieriger, als sie es erwartet hatten. Um ihre Miete bezahlen zu können, arbeitete Stevie als Kellnerin und Putzfrau und schrubbte die Häuser genau der Leute, die sie sein wollte. Lindsey, ein Perfektionist, konzentrierte sich auf ihre Musik, um zu beweisen, dass sie nicht nur eine weitere gescheiterte Band waren. Nach monatelangem Ringen bekamen sie ihre erste richtige Chance. Buckingham Nicks, ein 1973 veröffentlichtes Album, zeigte die Chemie der beiden in Reinform. Seine filigrane Gitarrenarbeit, ihre ätherische Stimme und ihre Harmonien verschmolzen auf magische Weise. Doch das Album war ein Flop. Es wurde nicht im Radio gespielt. Es gab keine Hitsingles, keinen unerwarteten Aufstieg zum Ruhm, nur eine weitere Ablehnung. Aber die Ablehnung hat sie nicht gebrochen, sondern sie hungrig gemacht. 1974 veränderte ein einziger Telefonanruf ihr Schicksal. Mick Fleetwood, der einen neuen Gitarristen für Fleetwood Mac suchte, hörte Lindsays Spiel und war beeindruckt. Er bot ihm die Stelle an.
Lindsay hatte jedoch eine Bedingung. Stevie musste sie begleiten. Es war ein riskanter Schritt, aber einer, der die Musikgeschichte verändern sollte. Damit betraten sie eine neue Welt, in der Erfolg und Chaos aufeinander prallen würden. Ihr Beitritt zu Fleetwood Mac führte zu einer sofortigen Veränderung. Die Band, die zuvor damit zu kämpfen hatte, relevant zu bleiben, hat nun einen frischen, mitreißenden Sound. Stevies Stimme und Präsenz, kombiniert mit Lindsays rohem Talent, brachten sie an Orte, von denen sie bisher nur geträumt hatten. Dann kam Rumours, das Album, das nicht nur ihre Karriere, sondern auch ihre Beziehung, ihren Herzschmerz und die Qualen, eine Liebe vor einem Millionenpublikum zerbrechen zu sehen, definierte. Als sie Rumours aufnahmen, hatte ihre Beziehung bereits begonnen, sich zu verschlechtern. Der Druck des Ruhms, die ständigen Tourneen und die kreativen Spannungen zehrten an dem, was sie geschaffen hatten. Ihre Kämpfe waren explosiv und ihre Leidenschaft verwandelte sich in etwas, das kaum wiederzuerkennen war. Trotz des Chaos schufen sie Musik, die überdauern wird. Stevie ließ ihren Herzschmerz in Dreams einfließen, einem Lied, das sowohl als Abschied als auch als Sehnsucht nach der Vergangenheit diente. Go Away, eine bittere und feurige Hymne, war Lindsays Antwort, die wie eine Klinge die Luft durchbohrte. Sie bastelten nicht einfach nur Songs, sondern gestalteten aktiv eine Beziehung, die schnell in die Brüche ging. Die ganze Welt sah zu, wie sie sich gegenseitig ihren Kummer vorsangen, Lied für Lied, Text für Text. Trotz des Endes ihrer Romanze blieb der Funke zwischen ihnen ungebrochen. Die Liebe, die sie einst teilten, entwickelte sich zu etwas mehr, zu einem Band, das zu stark war, um es zu brechen, zu einer Chemie, die sich weigerte, zu sterben. Sie traten jahrzehntelang gemeinsam auf. Ihre Geschichte war in jede Note, jeden Blick auf der Bühne und jede Harmonie eingewoben, die noch immer den Geist von einst in sich trug. Die Musik hat Stevie und Lindsay über Trennungen, Wiedervereinigungen und Soloprojekte hinweg zusammengehalten. In der Vergangenheit waren sie nicht in der Lage zu entkommen. Das Echo einer Liebesgeschichte, die durch Akkorde und Melodien erzählt wurde, zog sie in ihren Bann. Es ging nie nur um die Lieder, sondern um sie, ihre Liebe, ihren Herzschmerz, ihre Leidenschaft und ihre Konflikte. Und am Ende war es egal, wer wen verließ. Es ging nicht um die Streitereien, den Verrat oder die verlorene Zeit. Eine kurze Romanze der 1970er Jahre. Es ging um die Musik, die sie gemeinsam machten. Ein Vermächtnis, das noch lange nach dem Verklingen der letzten Note Bestand haben würde. Los Angeles in den 1970er Jahren war eine Welt der verrauchten Bars, der nicht enden wollenden Jam-Sessions und einer Musikszene, die über Nacht Legenden hervorbrachte. Stevie Nicks und J.D. trafen sich hier in dieser elektrischen Atmosphäre. Südstaaten. Er war nicht einfach nur ein weiterer Musiker, sondern ein etablierter Songschreiber, der maßgeblich an der Rockbewegung der Westküste beteiligt war. Sein Name hat sich in die Geschichte der Eagles eingebrannt, denn er war Mitautor einiger ihrer beliebtesten Songs. Seine Stimme war sanft, kultiviert und mühelos cool, und für einen kurzen Moment waren er und Stevie in eine stürmische Romanze verwickelt. Ihre Verbindung war sofort da. Sie kommunizierten in der gleichen Sprache, der Sprache der Melodien und Texte, der langen Nächte, in denen sie Lieder und Träume sezierten. Souther war nicht wie die Männer, die Stevie zuvor geliebt hatte. Er geriet nicht in denselben Kreislauf des Chaos, in dem Fleetwood Mac gedieh. Er war beständig und selbstbewusst. Ein Mann, der die Branche verstand, sich aber nicht von ihr vereinnahmen ließ. Er sah in ihr mehr als nur einen Rockstar. Sie war auch eine Künstlerin. Stevie fand das erfrischend. Lindsays Liebe war verstrickt in Ehrgeiz und Groll. Mit Mick war sie verboten und flüchtig. Aber J.D. hatte keinen Krieg zu bewältigen, sondern nur nachklingende Wunden. Es war einfach und geradlinig, was seine Gefährlichkeit noch verstärkte. Souther führte Stevie in eine andere Seite der Musikindustrie ein, eine, die nicht von Spannungen und Herzschmerz geprägt war,
Er war in erster Linie ein Songwriter, jemand, der in 3 Minuten eine Geschichte erzählen konnte und den Zuhörern Lust auf mehr machte. Sein Einfluss auf sie war unbestreitbar. Er hat ihr beigebracht, wie sie ihre Texte verbessern kann und wie man einen Song auf seine Essenz reduziert und die Emotionen die Arbeit machen lässt. Aber unter der Süße ihrer Romanze gab es eine unausgesprochene Spannung. Stevie hatte Jahre damit verbracht, zu beweisen, dass sie mehr war als nur die Freundin von jemandem oder die Sängerin einer bekannten Band. Sie hatte etwas Einzigartiges geschaffen, das nicht durch den Erfolg eines anderen Mannes überschattet werden durfte. Und obwohl J.D. ihr Talent respektierte, konnte sie nicht ignorieren, wie die Branche Frauen immer noch betrachtete. Sie beobachtete, wie männliche Songschreiber, Produzenten und Musiker eine Glaubwürdigkeit erlangten, um die Frauen kämpfen mussten. Sie hatte zu hart gearbeitet und zu viele Opfer gebracht, um das Risiko einzugehen, die Nebenrolle eines anderen zu spielen. Und tief in ihrem Innern wusste sie, dass sie das Feuer, das sie hierher gebracht hatte, verlieren würde, wenn sie bliebe, wenn sie sich von der Behaglichkeit seiner Welt einlullen ließe. Ihre Romanze war zwar leidenschaftlich, aber nie für die Ewigkeit bestimmt. Ihre gemeinsame Liebe zur Musik, die sie zusammengebracht hatte, war auch das, was sie auseinandertrieb. Stevie war gerade dabei, ihre Solo-Karriere zu starten und aus dem Schatten von Fleetwood Mac herauszutreten, um ihre Unabhängigkeit zu demonstrieren. Das bedeutete, dass sie sich nicht durch eine andere Beziehung definieren lassen konnte. Sie musste Stevie Nicks sein, nicht J.D. Souther's Freundin sein. Also ging sie weg, nicht wütend oder mit gebrochenem Herzen, sondern mit ruhigem Verständnis. Sie wählte Unabhängigkeit, Musik und ihren eigenen Weg. Auch wenn die gemeinsame Zeit nur kurz war, blieb der Eindruck bei ihr. In den folgenden Jahren schlichen sich Anklänge an ihre Beziehung in ihre Lieder ein. Nachdem der Glanz verblasst war, blieb die Wehmut über ihre gemeinsame Zeit, die eine schöne, aber letztlich nicht haltbare Liebe widerspiegelte. Sie sagte nie viel über J.D. In Interviews zeigte sich ihr Respekt für ihn in der Art und Weise, wie sie über das Songwriting und die Lektionen, die sie auf ihrem Weg gelernt hatte, sprach. Ihre Geschichte hatte nichts mit Tragödie oder Verrat zu tun. Es war ein kurzes Kapitel in Stevie Nicks langer, komplexer Lebensgeschichte. Eine Beziehung existierte nicht, um sie zu zerstören, sondern um sie daran zu erinnern, wer sie war und wer sie sein sollte. Und am Ende war das ausreichend. Es war die Art von Fehler, die eine Band zerstören kann, die Art von Liebe, die nie dazu bestimmt war, zu geschehen. Stevie Nicks und Mick Fleetwood waren nicht nur Bandkollegen. Sie waren eine Familie, die durch Musik, Ruhm und den chaotischen Wirbelwind Fleetwood Mac vereint war. Doch inmitten des Sturms Ende der 1970er Jahre überschritten sie eine Grenze. Sie hatten es nicht geplant. Das wurde nicht einmal erwartet. Mick war verheiratet. Stevie hatte sich gerade von Lindsay getrennt. Ihre Beziehung basierte immer auf Vertrauen, Respekt und einer starken, kreativen Verbindung. Doch während ihrer endlosen Tourneen, nächtlichen Aufnahmesessions und den emotionalen Trümmern, die ihre früheren Lieben hinterlassen hatten, veränderte sich etwas, was als Freundschaft begann, entwickelte sich zu etwas mehr, zu einem gestohlenen Moment, einem Geheimnis, das sie sich nicht eingestehen wollten, nicht einmal sich selbst gegenüber. Die Affäre brannte lichterloh, aber sie sollte nie von Dauer sein. Mick war der Anführer von Fleetwood Mac und der Lime, der die Band zusammenhielt. Stevie war der größte Star der Band. Und seine Stimme hatte Millionen in ihren Bann gezogen. Sie hatten alles, nur nicht die Fähigkeit, es zum Laufen zu bringen. Ihre Romanze blieb vor der Öffentlichkeit verborgen. Aber die Spannungen innerhalb der Band waren unübersehbar. Lindsay wusste es. Christine wusste es. John wusste es. Und trotz ihrer Bemühungen wirkte sich das auf die Musik aus. Die unausgesprochenen Blicke, die Energieverschiebung und der stille Groll durchdrangen die Atmosphäre von Fleetwood Mac, die bereits am Rande einer Störung stand. Und dann
So schnell wie es begann, endete es auch wieder. Mick, der mit seinen Dämonen kämpfte, beschloss, die Sache zu beenden. Seine Ehe war bereits unter der Last des Ganzen zusammengebrochen. Und seine Affäre mit Stevie verschlimmerte die Situation nur noch. Stevie erlebte einen weiteren Herzschmerz, eine weitere Lektion in Sachen Liebe und Verlust. Doch im Gegensatz zu Lindsay war Mick nicht der Typ Mann, um den sie kämpfen konnte. Er war brillant, kompliziert und selbstzerstörerisch. Tief in ihrem Inneren wusste sie, dass er niemals ihr gehören würde. Die Folgen waren unvermeidlich. Die Band hatte bereits die Trennung von Stevie und Lindsay überstanden. Konnte sie das überleben? Irgendwie war die Antwort ja. Wenn Fleetwood Mac etwas bewiesen hatte, dann war es ihre Fähigkeit, allen Umständen zu trotzen. Stevie Nicks Herzschmerz und die Auswirkungen ihrer Beziehung. Der Schmerz, der Verrat und die Fehler wurden Teil ihrer Geschichte und in die Musik eingewoben, die sie prägte. Stevie ließ ihren Herzschmerz in ihre Lieder einfließen, ließ den Schmerz in die Melodien sickern. Einer ihrer eindringlichsten und persönlichsten Songs, Sarah, war ein Liebesbrief an das, was hätte sein können. Ein Geflüster über ein Leben, das ihr entglitten war. Die Texte vermittelten eine stille Traurigkeit, eine Sehnsucht nach etwas, das nie real genug war, um daran festzuhalten. Und Mick, er verlor sich in der Musik, in der Verrücktheit, der Mann zu sein, der die Maschine am Laufen hielt. Seine Beziehung zu Stevie wurde ein weiteres Stück Geschichte. Ein weiteres Kapitel in Fleetwood Macs komplexem Netz aus Liebe und Herzschmerz. Rückblickend hat Stevie die Affäre als einen Fehler bezeichnet, der Menschen verletzt hat und den sie bedauert, aber sie hat die Wahrheit nie verleugnet. Ihre Verbindung war echt, wenn auch flüchtig, und wie alles andere in ihrem Leben verwandelte sie es in Kunst. Etwas, das für immer bleiben würde. Die Welt von Fleetwood Mac war nie einfach. Liebe und Musik, Schmerz und Leidenschaft waren immer untrennbar miteinander verbunden. Und für Stevie Nicks war das sowohl der größte Segen als auch der verheerendste Fluch. Zwischen Don Henley und Stevie Nicks stimmte die Chemie vom ersten Moment an unbestreitbar. Sie war die unbestrittene Königin des Rock'n'Roll, die fesselnde Stimme hinter Fleetwood Mac. Er war das Mastermind und der Songschreiber der Eagles, mit einer Stimme so sanft wie die Sonne Kaliforniens. Sie waren mehr als nur Rockstars, sie waren Ikonen. Und wenn solche Kräfte aufeinandertreffen, ist das Ergebnis unvergesslich. Ihre Verbindung war elektrisierend und basierte auf nächtlichen Gesprächen, Straßengeschichten und einem gemeinsamen Verständnis davon, was es bedeutet, mit der Last des Ruhms zu leben. Sie waren nicht nur zwei Musiker, die sich verliebten, sondern auch Überlebenskünstler, die sich durch die Höhen und Tiefen einer Welt bewegten, die alles von ihnen erwartete. Eine Zeit lang war es ganz einfach. Die Musik, das Lachen und das Gefühl, mit jemandem zusammen zu sein, der ihr gemeinsames Leben verstand, waren allgegenwärtig. Aber in ihrer Welt ging es bei der Liebe nie nur um Liebe. Es gab Pläne, Touren, Egos und Erwartungen. Dann kam der Moment, in dem sich alles änderte. Stevie war schwanger. Die Nachricht schlug mitten in eine Beziehung ein, die nie für Stabilität gedacht war. Sie standen beide auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Ihr Leben war geprägt von Aufnahmesessions, ausverkauften Konzerten und dem ständigen Druck, Legenden zu werden. Stevie hatte ihr ganzes Leben lang für ihre Unabhängigkeit, ihre Musik und die Freiheit, ihr Leben nach ihren Vorstellungen zu leben, gekämpft. Da war kein Platz für ein Baby. Sie hatte immer davon geträumt, Mutter zu werden. Doch ihr Traum erfüllte sich nicht auf diese Weise. Nicht mit einem Mann, der nicht darauf vorbereitet war. Die Welt zog sie in verschiedene Richtungen. Und so traf sie die schwierigste Entscheidung ihres Lebens. Sie brach die Schwangerschaft ab. Es war eine Entscheidung, die sie jahrelang verfolgte. Eine Wunde, die nie ganz verheilt ist. Es war nicht nur der Tod eines Kindes. Es war der Verlust eines potenziellen Lebens. Sie würde diese Version von sich selbst nie kennenlernen. Auch Don Henley hat das nicht vergessen. Später erklärte er, wenn das Baby geboren worden wäre,
hätten sie es Sarah genannt. Das Gewicht dieses Namens durchdrang Stevies Musik, insbesondere die schmerzhaften Texte eines ihrer persönlichsten Geständnisse. Sarah war nicht nur eine Melodie, sie war eine Erinnerung, ein Geist von etwas, das sich einmal real anfühlte. Danach blieb nichts mehr, wie es war. Die Romanze, die so hell gebrannt hatte, begann zu verblassen. Nicht mit einer Explosion, sondern mit einem langsamen Auflösen. Der Druck des Ruhmes, ihre unausgesprochene Trauer und die Erkenntnis, dass sie nie für ein gemeinsames Leben bestimmt waren, trugen zum Niedergang der Beziehung bei. Diese Faktoren führten zur Trennung der beiden. Der Nachhall ihrer Liebe ist jedoch nie ganz verklungen. Stevie hat erklärt, dass Don Henley eine ihrer größten Lieben im Leben war. Er verstand sie auf eine Weise, wie es nur wenige andere taten. Die Beziehung von Stevie Nicks und Jimmy Iovine und ihr Einfluss. Ihre Sichtweise von Liebe, Verlust und den Opfern, die man als Frau in der Rock'n'Roll-Branche bringen muss, wurde durch ihre Beziehung geprägt, die sich unauslöschlich in ihr Bewusstsein eingebrannt hat. Stevie fiel die Liebe nie leicht. Die Songs, die sie überleben sollten, waren von Schönheit, Bedauern, Leidenschaft und Schmerz durchdrungen. Sie trug die Erinnerung mit sich in jeder Note, in jedem Text und in jeder geflüsterten Zeile eines Liedes, das die Welt auch heute noch verfolgt. Obwohl sie sich von Don Henley und dem Leben, das sie gemeinsam hätten führen können, getrennt hat. In dem Moment, in dem Stevie Nicks das Aufnahmestudio betrat, um mit den Aufnahmen zu Belladonna zu beginnen, schuf sie nicht nur ein Album, sondern sie schrieb Geschichte. Begleitet wurde sie von Jimmy Iovine, der maßgeblich an der Entwicklung des Sounds beteiligt war, der später ihre Solokarriere bestimmen sollte. Er war ein Visionär und ein Pionier in der Musikindustrie, nicht nur ein weiterer Produzent. Und ehe sie sich versahen, wurde aus ihrer Partnerschaft mehr als nur Musik. Jimmy erkannte in Stevie eine Qualität, die viele andere nicht hatten. Als Solokünstlerin mit einer Stimme, die ihresgleichen sucht, verstand er sie nicht nur als Sängerin, sondern auch als Frontfrau von Fleetwood Mac. Er verstand sie in all diesen Eigenschaften. Er verstand es, sie zu pushen, die rohen Emotionen in ihren Liedern hervorzuholen und dafür zu sorgen, dass die Welt sie auf dieselbe Weise sah wie er. Während der langen Zeit, die sie mit den Aufnahmen verbrachten und während der langen Nächte, in denen sie versuchten, Perfektion zu erreichen, veränderte sich etwas zwischen ihnen. Die Grenzen zwischen dem Produzenten und dem Künstler verwischten und verwandelten ihre Arbeit von der bloßen Produktion eines Albums in etwas Tiefgründigeres. Eine intensive und leidenschaftliche Beziehung, die auf gegenseitigem Respekt und einer gemeinsamen Besessenheit von Musik beruhte, war die Grundlage ihrer Beziehung. Allerdings war es auch schwierig. Das Konzept, Stevie zu produzieren, war für ihn ungewohnt. Sie war es gewohnt, um die kreative Kontrolle zu kämpfen und Musik nach ihren eigenen Vorstellungen zu schaffen. Jimmy hingegen war ein Perfektionist, der von der Kontrolle lebte und Künstler zu Stars formte. Er war jemand, der von der Perfektion besessen war. Und obwohl sie sich sehr liebten, war diese Dynamik zwischen ihnen immer präsent. Belladonna übernahm die Rolle ihrer Liebesgeschichte. Mit der Energie ihrer Beziehung, die jeden Song, jede Note und jeden Text durchdringt, schufen sie ein Meisterwerk. Als das Album jedoch an Popularität gewann, begannen die Risse, die sie aufgebaut hatten, zum Vorschein zu kommen. Stevie war der erfolgreichste Solokünstler der Welt und Jimmy war sehr anspruchsvoll und darauf bedacht, dies zu erreichen. Andererseits war Stevie nicht nur seine Künstlerin, sie war auch seine Freundin. Darüber hinaus begannen die Grenzen zwischen ihrem Privat- und ihrem Berufsleben in einer Weise zu verschwimmen, die keiner von ihnen kontrollieren konnte. Ihr Erfolg, die Anforderungen der Branche und ihre gegensätzlichen Persönlichkeiten begannen sie zu trennen. Jimmy hatte sich daran gewöhnt, das Sagen zu haben, aber Stevie bestand darauf, nicht kontrolliert zu werden. Sie hatte ihr ganzes Berufsleben dem Beweis gewidmet,
dass sie mehr war als nur die Freundin von jemandem, mehr als nur eine Frau, die mit einem mächtigen Mann zusammen war. Sie wusste, dass sie sich nicht zu sehr an ihn binden durfte, egal wie sehr sie sich auch liebten. Die Trennung war schließlich unvermeidlich. Die Situation war in keiner Weise dramatisch oder explosiv. Eine Veranstaltung, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt war, zerfiel allmählich vor unseren Augen. Jimmy war völlig fassungslos. Er hatte nicht nur eine Freundin verloren, sondern auch eine Künstlerin, an die er geglaubt hatte, eine Frau, in die er sein ganzes Wesen investiert hatte. Sind Sie Stevie? Sie verließ uns mit einem Album, das weltweit zu einem Klassiker werden sollte. Das Album bewies ihre Fähigkeit, auf eigenen Füßen zu stehen. Auch nach dem Ende ihrer Beziehung wurde ihre Musik weiterhin gespielt. Alle Songs, an denen sie gemeinsam gearbeitet haben, darunter Stop Dragging My Heart Around und Edge of 17, sind zu Klassikern geworden. Ihre Liebe hatte nicht überdauert. Sie waren Zeugnisse der Magie, die sie geschaffen hatten. In den folgenden Jahren wurde Jimmy zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Branche und beeinflusste die Karrieren zahlreicher Künstler. Während ihre Solokarriere in die Geschichte einging, blieb Stevie die Matriarchin des Rock'n'Roll. Auch wenn ihre Liebesgeschichte nur kurz war, ihr Einfluss war unbestreitbar. Manchmal sind die stärksten Beziehungen nicht von Dauer. Diese Menschen hinterlassen einen bleibenden Eindruck, der in die zeitlose Musik eingewoben ist. Stevie Nicks hat schon immer fest an das Konzept des Schicksals geglaubt, an die Vorstellung, dass bestimmte Dinge im Leben vorherbestimmt sind. Doch 1983 traf sie eine Entscheidung, die sogar sie selbst schockierte, weil sie so sehr von ihrem Kummer überwältigt war, dass er ihr Urteilsvermögen trübte. Kim Anderson, der Witwer ihrer besten Freundin Robin, war der Kandidat für ihre Ehe. Das Problem war nicht die Liebe. Es hatte nichts mit Romantik zu tun. Es ging darum, den Verlust von Robin zu betrauern und sich an alles zu klammern, was helfen könnte, die Erinnerung an ihn lebendig zu halten. Robin war mehr als nur ein Freund. Er war ein wahrer Freund. Sie war die einzige Person, die Stevie durch alle Stürme hindurch zur Seite gestanden hatte, und sie wurde oft als ihre Seelenschwester bezeichnet. Stevie war untröstlich, als sie erfuhr, dass bei Robin Leukämie diagnostiziert worden war. Es war für alle Beteiligten eine unerträgliche Erfahrung, als Robin nur wenige Tage nach der Geburt ihres Sohnes Matthew verstarb. Stevie litt mehr als nur unter dem Verlust ihres Freundes. Sie bedauerte die Zukunft, die sie sich für sich selbst ausgemalt hatten. Es waren Jahre voller Lachen und Erinnerungen, die sich nie erfüllen würden. Inmitten ihrer Trauer gelang es ihr, sich einzureden, dass die Heirat mit Kim die richtige Entscheidung war. In ihrem Kopf redete sie sich ein, dass sie Matthew so übernehmen und betreuen würde, wie Robin es sich gewünscht hätte. Andererseits war sie sich bewusst, dass es keine Liebe war. Es war ein verzweifelter Versuch. Es war ein Mittel, um dem Gefühl der Isolation zu entgehen und der Stimme in ihrem Kopf ein Ende zu setzen, die ihr sagte, dass sie etwas verloren hatte, das sie nie wieder zurückbekommen würde. Es dauerte nur wenige Monate, bis die Ehe des Paares zu Ende war. Stevie war nie dazu bestimmt, eine Ehefrau zu sein, schon gar nicht in dieser Form. Es lag nicht in ihrer Natur, ein Kind in einem Haushalt großzuziehen, der auf Elend aufgebaut war. Es war erstickend und erdrückend, das Gewicht von allem zu spüren. Von dem Moment an, als sie Kim und Matthew ansah, war ihr klar, dass etwas nicht stimmte. Es gab keine Möglichkeit, Robin zurückzuholen, egal wie sehr man es auch versuchte. Sie war verschwunden. Am Ende war eine Scheidung unvermeidlich. Es war nicht Wut oder Verrat, sondern die Erkenntnis, dass sie beide unangemessen gehandelt hatten. Stevie verließ die Situation mit gebrochenem Herzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für Kim, Matthew und die Erinnerung an Robin. Letztendlich war Liebe nichts, was man erzwingen konnte, obwohl sie sich bemüht hatte, moralisch zu handeln. Stevie Nicks Kampf mit Liebe und Trauer. Die Folgen waren äußerst heftig.
Stevie geriet in eine Abwärtsspirale und verlor sich in ihrer Drogensucht, in ihrer Erschöpfung und in der nicht enden wollenden Trauer, der sie so hart zu entkommen versucht hatte. Sie fühlte sich, als würde sie durch die Angst, Robin zu verlieren, und die Schuldgefühle, eine Entscheidung getroffen zu haben, die sie nicht ganz nachvollziehen konnte, wie ein Anker auf ihr lasten. Der Schmerz, den sie empfand, spiegelte sich in ihrer Musik wider, insbesondere in den schmerzhaften Melodien von Nightbird und in Texten, die von Geistern und der Liebe handeln, die ihr zu früh genommen wurde. Stevie betrachtet dies als den folgenreichsten Fehler, den sie je in ihrem Leben gemacht hat. Trotzdem gelang es ihr, sich ein Wissen anzueignen, das sie für den Rest ihres Lebens begleiten sollte. Der Prozess der Trauer kann nicht beschleunigt werden. Es ist unmöglich, Heilung zu erzwingen. Außerdem kann Liebe, echte Liebe, nicht auf dem Fundament eines Verlustes aufgebaut werden. Die Erinnerung an Robin trug sie nicht in die Ehe, sondern in die Musik, in jedes einzelne Lied, in jeden geflüsterten Text und in jeden Moment, in dem sie auf der Bühne stand und die Welt ihr Herz hören ließ. Sie tat dies einfach, weil es das war, was Robin gewollt hätte. Es ist keine Ehe, die auf Trauer aufgebaut ist, sondern ein Leben, das von Musik, Liebe und der Art von Magie erfüllt ist, die nie ganz zu verschwinden scheint. Stevie Nicks hatte die Liebe in verschiedenen Formen erlebt, darunter heftig, zerstörerisch und flüchtig. Bei Joe Walsh war das jedoch etwas anders. Es war mehr als nur eine Schwärmerei. Die Chemie war nicht der einzige Faktor. Es war etwas Tieferes im Spiel, eine Kraft, die im Verborgenen blieb. Ihre große Liebe, ihr Seelenverwandter und der Mann, der sie auf eine Art und Weise verstand, wie es kein anderer je zuvor getan hatte, das war die Person, die sie als ihren Seelenverwandten bezeichnete. Beziehung zu Joe Walsh. Sie waren zwei Rock'n'Roll-Legenden, die auf Hochtouren lebten. Als sie sich Anfang der 1980er Jahre zum ersten Mal trafen. Beide kämpften mit der Last des Erfolgs und den damit verbundenen Dämonen. Joe Walsh war bereits ein Gitarrengott, eine Schlüsselfigur bei den Eagles und ein Mann, dessen Talent nur noch von seinem wilden Geist übertroffen wurde. Er war ein Mann, der eine Schlüsselfigur bei den Eagles war. Als Stevie auf dem Höhepunkt ihrer Solo-Karriere stand, versuchte sie, ein Gleichgewicht zwischen dem Chaos des Ruhms und dem Chaos ihres Privatlebens zu finden. Und inmitten all dieser Geschehnisse entdeckten sie einander. Doch im Gegensatz zu ihren früheren Beziehungen war ihre Liebe weder auffällig noch dramatisch. Sie war echt und friedlich, auf eine Art und Weise, die ihr ein Gefühl von Heiligkeit verlieh. Sie haben gemeinsam gelacht. Sie waren in der Lage, sich in den anderen einzufühlen und brauchten dafür keine Erklärungen. Sie waren nicht nur im Bereich der Musik, sondern auch im Bereich des Lebens gleichwertig. Sie kümmerten sich nicht um die Industrie, die Erwartungen oder den Druck, legendär zu bleiben. Solange sie zusammen waren, sie waren die Einzigen, die etwas miteinander zu tun hatten. Stevie spürte zum ersten Mal, dass sie etwas Dauerhaftes gefunden hatte. Doch Liebe, selbst die tiefste, reicht nicht immer aus. Beide kämpften mit ihren eigenen persönlichen Dämonen, mit Sucht und Erschöpfung. Der Preis für den jahrelangen Versuch, erfolgreich zu sein, war hoch. Der Rock'n'Roll-Lebensstil, der sie mit allem versorgt hatte, was sie brauchten, ließ sie auch auseinanderfallen. Plötzlich wurde aus den Nächten ein Morgengrauen. Auf die Hochs folgten die Tiefs. Irgendwann im Laufe ihrer Reise begannen sie jedoch, Teile von sich selbst zu verlieren. Der Versuch, Joe zu retten, war Stevies Ziel. Der Versuch, Stevie zu retten, war Joes Ziel. Einer von ihnen war jedoch dazu nicht in der Lage. Außerdem war das die schwierigste Wahrheit von allen. Sie konnte ihren Weg sehen und wusste, wie er enden würde. Am Ende würde einer von ihnen den anderen verlieren. Nicht wegen der Liebe, sondern wegen der Dunkelheit, die sie beide zu verschlingen drohte. Deshalb musste Stevie gehen, obwohl sein Herz schwerer war als je zuvor. Sie hatte ihre Liebe zu ihm nicht verloren.
Das lag daran, dass sie ihn sehr liebte. Sie war sich sehr wohl bewusst, dass sie sich gegenseitig zerstören würden, wenn sie weiterhin zusammen wären. Joe war sich dessen auf seine ganz eigene Weise ebenfalls bewusst. Ihre Trennung war nicht von Gefühlen des Grolls oder der Schuld geprägt. Es war einfach ein absoluter und unverfälschter Herzschmerz. Es ist die Art, von der man sich nie wieder ganz erholt. Die Jahre vergingen, aber sie kam nie über das Bedauern hinweg, das sie empfand. Die Abwesenheit von Joe Walsh hinterließ eine Leere in ihrem Herzen, die sie nie ganz füllen konnte. Den Schmerz trug sie mit sich, und sie kanalisierte ihn in ihrer Musik, indem sie ihn in Lieder umwandelte, die von der Liebe handelten, die ihr zu früh genommen wurde. Wenn jemand jemals etwas für sie geschrieben hat, das mehr als nur eine Ballade war, lassen Sie es mich bitte wissen. Es war ein Lied, das aus ihrer jahrelangen Sehnsucht nach Joe geboren wurde, und es war ihr Liebesbrief an ihn. Im Nachhinein bezeichnete sie ihn als die Liebe ihres Lebens, als die Person, die das Potenzial hatte, ihr Seelenverwandter für alle Ewigkeit zu sein, und als die Person, an die sie immer wieder denken musste. Aber das Schicksal kann stärker sein als die Liebe. Die Schlussfolgerung ist, dass Stevie Nicks viele Lieben hatte. Einige von ihnen brannten hell und fingen schließlich Feuer. Einige von ihnen hinterließen Narben, die nie verschwanden. Aber bei Joe Walsh war das anders. Er war derjenige, den sie zurückließ, den sie immer vermisste und für den sie alles gegeben hätte, um ihn zu behalten. Er war derjenige, den sie immer vermisste. Wenn die Welt doch nur mehr Mitgefühl für die beiden gehabt hätte. Und vielleicht ist das die Traurigkeit, die mit der Liebe einhergeht. Auch wenn zwei Menschen füreinander bestimmt sind, gibt es Zeiten, in denen das Timing nicht stimmt. Es bleiben nur die Erinnerungen, die Musik und der Nachhall dessen, was anders hätte sein können. War Stevies größtes Geheimnis der Schmerz, den sie nie zeigte, oder die Stärke, die sie immer hatte? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen, denn dieser Moment Ihrer Reise ist mehr als nur eine Nachricht. Es ist eine Lektion in Vergebung, Ehrlichkeit und Wachstum. Wenn dieser Inhalt Sie berührt oder überrascht hat, geben Sie ihm ein Like, abonnieren Sie ihn und tippen Sie auf die Benachrichtigungsglocke, damit Sie nie wieder die Geschichten verpassen, die uns alle bewegen.